Hi, ich bin Jan und ich darf Teil der LHG, der Liberalen Hochschulgruppe hier an der Uni Paderborn sein. Und wir haben verschiedene Ziele im letzten Jahr erreicht, wie beispielsweise die Beflaggung zum Pride Month. Was wir dieses Jahr erreichen wollen, ist, dass wir mehr Lernmöglichkeiten haben und dass wir uns besser treffen können und dass wir die Kultur hier in dieser Stadt weiter ausbauen können, zusammen mit allen Studis und allen Kulturschaffenden. Danke, Jan. Schön, dass du hier bist. Die erste Frage, die geht eigentlich an alle Listen raus, weil wir diesmal ja die Situation haben, dass die Listen, die letztes Jahr zur Wahl standen, jetzt auch wieder dabei sind. Das heißt, wir können einen Rückblick wagen. Du hast schon was angerissen, was ihr erreicht habt, diese Amtszeit. Was habt ihr vielleicht noch erreicht und worauf würdet ihr vielleicht kritisch zurückblicken, wo ihr sagt, das hätten wir besser machen können? Was ich sagen würde, es gab Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb verschiedener Initiativen, die stark deutlich wurden, und das war schade zu sehen, dass es solche Kommunikationsprobleme gab. Es macht die Arbeit im Stupa natürlich auch ein bisschen schwieriger, und die Leute, die ehrenamtlich dabei sind, sagen dann vielleicht genervt, jo, kein Bock mehr, lass mich damit in Ruhe, aber das darf natürlich nicht sein. Solche Probleme müssen wir anpacken und gezielt lösen. Du hast es schon erwähnt, auf Initiative von euch, der LHG, wurde die Uni ja jetzt mit Regenbogenflaggen beflaggt im letzten Monat. Wo seht ihr vielleicht noch beim Thema Toleranz und Akzeptanz Optimierungsbedarf an der Uni? Wo muss eventuell noch nachgesteuert werden? Ich stehe dahinter, dass die Universität ein neutraler Raum ist, positiv neutral, dass jede demokratische Idee beworben werden darf. Ganz gleich, ob es jetzt den einen gefällt oder nicht. Und das sehe ich beispielsweise an anderen Universitäten fatal. Sowas gibt es dort manchmal in einigen Themenbereichen nicht. Deshalb bin ich stolz, dass wir als Uni Paderborn dort sehr offen und sehr tolerant sind. Mir selbst fallen jetzt keine spezifischen Sachen ein, aber wenn ihr welche Sachen habt, dann her damit, wir kümmern uns darum. Eigentlich alle Gremien und Gruppierungen haben gerade so ein bisschen ein Nachwuchsproblem. Wo meinst du, sollten eventuell Hürden fallen, oder was kann die Uni oder was kann auch die studentische Selbstverwaltung tun, damit der Einstieg, gerade für die vielen Studierenden, die noch nie die Uni von innen gesehen haben wegen Corona, dass die den Einstieg in das Engagement finden und zum Beispiel sich bei einer Liste engagieren? Ich glaube, dieses Corona-Semester, das macht das alles kaputt. Man hat weniger persönlichen Kontakt, man kennt die Leute nicht mal, man schreibt die Leute nicht mal auf Panda an, obwohl es diese Möglichkeit gibt. Man hat einfach keinen Kontakt, höchstens in der O-Woche die ein, zwei Personen, mit denen man sich trifft. Daher fällt es halt schwer, dass man in Initiativen, sei es politische Hochschulgruppen oder alle anderen, die es hier an der Uni gibt, eintritt. Und weil ich halt gewisse Aktionen nicht kenne, gehe ich auch nicht hin. Da kann die Universität ruhig mit ihren Social-Media-Angeboten für alle Initiativen werben, dass die Leute wenigstens davon erfahren. Jetzt sind wir ja durch Corona gezwungen gewesen, uns irgendwie zu digitalisieren. Die Lehre allen voran musste digitalisiert werden, auch wenn natürlich irgendwie das Licht am Ende des Tunnels noch nicht so richtig zu sehen ist. Aber für welche Errungenschaften der digitalen Lehre der letzten 3 Semester sollten eventuell beibehalten werden? Wofür sollten die Studierenden sich auch einsetzen, im Stupa zum Beispiel, um diese Anreize zu setzen, dass bestimmte Formate zum Beispiel beibehalten werden? Was meinst du? Die digitalen Angebote sind ja in einigen Fächern bei einigen Dozenten natürlich sehr gut und bei anderen nicht so gut. Dort ist Ausbaubedarf. Natürlich müssen wir das gut halt behalten. Also man kann halt Vorlesungen gut aufnehmen, filmen und hochladen, damit man vor Ort einen besseren Austausch besser nachfragen kann. Und das sollte gefördert werden, dass ruhig Vorlesungen wie in den Naturwissenschaften oder anderen Fächern, wo das klar aufgenommen werden kann, hochgeladen wird. In meinem Fall Geschichte und Philosophie ist sowas schwierig. Ich brauche den Austausch und das geht wirklich digital gar nicht. Ja klar, gerade so Diskursformate, ich glaube, da ist die Präsenz irgendwie dann doch das bessere Mittel. Ja, definitiv. Vielen Dank, Jan. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Viel Erfolg für die Hochschulwahlen und danke, dass du da warst.